Hallo ihr Lieben, Stachys Wochenschau, wie versprochen hier von der wunderschönen Insel Teneriffa. Jetzt werdet ihr sagen, der hat's gut, aber ich habe einen Grund. Der Grund ist einfach, wir sind wieder auf Teneriffa und haben unser Trainingslager da. Trainingslager. 7:30 Uhr morgens, wir haben das gesehen, wie ihr loslauft. Ist das eine Überwindung für dich oder weil Wetter herrlich, Szenerie herrlich, wie ist denn das? Ja, es ist eine Überwindung, weil ich bin kein Frühaufsteher. Also es geht mir fürchterlich am Zeiger, so früh aufzustehen. Vor allem, wenn ich zu spät ins Bett komme nach einem harten Tag. Es ist schon hart, aber ja, nach 10 Minuten geht es dann. Außer man hat schon einige Tage davor trainiert, dann wird es wirklich grenzwertig, auch mit dem Puls. Sag mal, wenn du so einen Tag wie gestern hast, schläfst du dann gut ein oder bist du so platt, dass du echt Schwierigkeiten hast einzuschlafen? Weil ihr geht ja eigentlich schon zeitig ins Bett. Na, einschlafen tue ich in einer Minute oder so. Aber dann habe ich die ganze Nacht schon Angst vom Wecker, der läutet. Echt? Halt. Ja, sicher. Also ich bin heute das erste Mal um 1 oder so wach worden. Schon Sorgen gehabt, dass ich bald zum Morgenlauf aufbrechen muss. Also, ja, besonders gut schlafe ich nicht. Aber du freust dich aufs Frühstück jetzt? Ja, sehr. Dann hau rein. Mach ich. Niki hat ein unglaubliches Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, was sie alles so an dir schätzt. Also da muss ich sagen, das hörte sich so ein bisschen traumannmäßig an, also da kannst du stolz sein. Was ist das, was du an ihr schätzt? Warum passt das so gut? Ich schätze auch ihren Charakter, ja. Natürlich ihr Aussehen. Wäre auch schlimm, wenn ja, stimmt, ja, verstehe ich. Und dann, das ist die ganze Geschichte, ist einfach so passiert, einfach was in der Sache Liebe oder Beziehung schon wichtig ist, finde ich. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, eine Beziehung im Internet zu suchen und das ist irgendwie bei uns zwei genauso passiert. Sie wollte eigentlich nichts in der Sache wissen, ich wollte nichts in der Sache wissen und dann ist das so langsam entstanden alles und ich glaube deshalb funktioniert das auch so gut und natürlich auch, weil wir beide bestens Bescheid wissen über den anderen seinen Beruf, über den anderen seinen Lebensstil. Und man sich auch einschätzen kann, wann braucht er seine Ruhe, wann halte ich mal die Klappe und so. Ne? Das genau und natürlich, weil uns auch nie die Gesprächsthemen ausgehen. Also es wird nie langweilig, was natürlich auch wichtig ist, wenn dann wahrscheinlich irgendwann einmal die Verliebtheitsfunken weg sind. Carsten hat eben gesagt, das fand ich sehr interessant, das finde ich genauso. Er ist fasziniert, dass du anscheinend in jeden Schlag auch Freude legst. Ich fand das eine super Beobachtung. Ja, aber ist das nicht vielleicht auch ein Schlüssel, dieser Spaß? Was sagst du, so 2, 3 Dinge für Kids, die mal so werden wollen wie du? 100%. Der Spaß ist das Allerwichtigste. Der bleibt auch immer das Allerwichtigste, weil wenn der verloren geht, dann bringt nichts mehr was. Also dann bringt der beste Schlag nichts mehr oder die beste Fitness nichts mehr. Also das Wichtigste ist, dass der Spaß immer erhalten bleibt. Also vielleicht ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber vielleicht 1, 2 Mal ein bisschen weniger machen oder irgendwas Lustiges mal machen. Das ist wirklich das Allerwichtigste und wenn der Spaß da ist, dann kommt das fast alles andere von allein. Ja, das stimmt, weil die Reihenfolge muss nämlich die sein und nicht irgendwie ich will mal bekannt oder berühmt oder gut oder viel Geld verdienen. Alina fragt Ziele von dir nächstes Jahr. Die Grand Slams waren echt gut in 2018 und ich will mich bei den Masters 1000 verbessern. Also da habe ich nur 2 richtig gute Turniere eigentlich gehabt, die anderen waren fast zum Vergessen. Ja. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch im Ranking wieder weiter nach oben, weil ich habe jetzt abgeschlossen 8, 5, 8 und ich will jetzt in die Top 5. Dein Trainer schaut mich ganz böse an, du sollst weitermachen. Ja? Nicht, dass ich da noch eine über den Helm kriege, weil der Chef ist Günter Bresnik. Auf dem Platz kannst du auch mal eine andere Seite zeigen. Ne? Ist dir das manchmal, wo du sagst, da könnte noch ein Ticken mehr, ich sag mal, 2. Aufschlag mal auf die Grundlinie stellen und so ein bisschen anschoken? Oder wie ist so dein Empfinden? Ist er da auf einem Weg, wie du ihn haben möchtest? Also ich glaube, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Das Verhalten von ihm am Tennisplatz, also das muss ich sagen,
wundert mich, dass er da nicht schon längst einmal zum fairsten Sportler des Jahres gewählt muss. Da haben die das gewinnen, definitiv mehr Verfehlungen als der Dominik. Er hat im Prinzip keine, außer dass er vielleicht einmal einen Schläger zerhackt. Aber was Gegner, Publikum oder Offizielle anbelangt, gibt es vom Dominik eigentlich überhaupt keine Verfehlung. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, dann hat man einen Bäcker. Hier wird also eigentlich alles, was du an Daten hast, Mike, wird hier eingegeben. Das heißt, der Sportler kann was damit anfangen. Also wir sehen hier mal das Allerwichtigste, den Puls, also die Herzfrequenz. Wir sehen den Prozentsatz der maximalen Herzfrequenz. Wir sehen also, wie sehr der Spieler hier belastet ist. Wir können auch Vergleiche anstellen und das ist einmal sehr interessant. Auch die Regenerationszeiten können wir absehen, also wie schnell sich der Athlet hier am Platz wieder erholen kann. So Leute, und nicht, dass ihr nur denkt, der Team würde schön in der Sonne ein bisschen Tennis spielen und ab und zu mal eine Dose beim Aufschlag treffen. Der muss richtig ackern. Auch das gehört zum Programm, military-mäßig. Ein richtig harter Zirkel. Bravo! Bravo, Dam! Hoppa! Jawohl! Before a season, do you also make some experiments? Also experimentierst du auch to change maybe a little bit the grip or the racket or something like this? How is it with you? You always try to improve something with the string, with the racket, with the weight of your racket, the grip, like you said. Was hast du genau verändert? What did you change? So I needed something easier for my elbow, so I play with a little bit less string. I was playing with 18 and 20 strings, now it's 16, 19, so it gives me a little bit of spin, a little bit of less control, but now I'm playing with it for 3 weeks and I like it. Would you say you're more a shy guy? Also bist du eher schüchtern eigentlich von Natur aus? Yeah, I think so. I need to be in great confidence with people I like, to be a little bit less shy, but as soon as I don't know people or when there is some camera, some media, I'm a little bit more shy. But my good friends will tell you it's that a different one. Yeah, I'm a different guy. Australien, mega speziell auch für ihn. Du hast manchmal, ich weiß nicht, es schneit und am nächsten Tag sind es 40 Grad. Wie ist denn das für euch Spieler? Ja, es ist eine enorme Umstellung. Man muss mit den Seiten sich alles anpassen. Ich weiß noch einmal, hatte ich Quali gespielt vor ein paar Jahren, war 40 Grad an einem Tag, mit einer der wärmsten Tage in Melbourne bisher und am nächsten waren dann 18 Grad. Also das ist wirklich sehr merkwürdig. Ja, also muss man sich echt immer gut informieren, wie warm es wird, muss echt mit der Beseitigung dann, meistens frage ich die Stringer, die wissen immer Bescheid. Das heißt, bei Hitze ist es schon ein bisschen hoch dann auch, ne? Kommt drauf an. Also ich ändere nicht so viel. Du bist kein Freund davon eigentlich, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen passe ich schon an. Bei mir ist das Problem, wenn es zu kalt ist und die Seiten sind zu hart, dann fühle ich mich nicht wohl. Da kommt ja auch nichts raus eigentlich dann. Ne? Genau, ja. Das ist das größte Problem. What do you think makes it so special for them, so easy? Because everybody's talking only like, you know, it's the paradise. As I said, a special relation as like a family. That's the way we want to treat our clients and especially our tennis players. I think we have many advantages for them. The weather. It's so very steady. Nice. It's steady. Not too hot. Yeah, not humid, no mosquitoes. Yeah, right. All year round. It's not very warm, but not cold. So it's nice to be here in the weather. Yeah. The hotel, as I said, we don't want to talk about us very much, but I think. As I said, I think they I have feel to good. mention the breakfast, by the way. Oh, yeah. I mean, that's incredible.
Das war Stachys Wochenschau. Ich hoffe, ihr habt richtig Spaß gehabt und das war's von mir. Spaß haben wir gemacht, weil er natürlich dabei war und all die anderen. Und übrigens, der Domi, wir haben euch das schon mal gesagt, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Lohnt sich, kriegt man richtig Eindrücke und wir werden sowas wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, hier ist echt sonnig.